Costa Rica ist zwar nicht reich an Bodenschätzen, wie es die spanischen Eroberer damals glaubten, dafür aber reich an wunderschöner Natur. Das Land macht seinem Namen alle Ehre. Es ist paradiesisch. Daher versteht man auch schnell das Motto von Costa Rica, welches man bei vielen Begrüßungen hört. Pura vida! Pures Leben, ruft man sich auf der Straße gegenseitig zu. Das pure Leben für viel Geld erfahren zu dürfen, ist einfach. Für Low-Budget-Backpacker ist es jedoch ein ganz anderes Thema. In 2 Wochen selbstorganisierter Reise quer durchs Land haben wir viel gesehen. Wir haben gespart, wo es ging und erlebt, was Costa Rica für ein kleines Budget zu bieten hat. Willkommen in Costa Rica. Es ist sehr heiß hier und wir sind jetzt gerade am Grenzübergang. Hinter uns ist Panama, vor uns ist Costa Rica. Wir sind jetzt genau an der Schnittstelle und warten jetzt auf den Bus, dass wir nach Cubita weitergehen. Sehr komische Situation hier so irgendwie eingezäunt mit allen anderen Touristen zu sein. Fühlt sich noch nicht nach Pura la Vida an oder wie man das hier sagt. Gucken, was uns jetzt noch erwartet. Costa Rica ist in vielen Aspekten außergewöhnlich. Es ist berühmt dafür, dass es als das erste Land der Welt sein Militär abgeschafft hat. Diese eingesparten Gelder werden stattdessen in das öffentliche Gesundheits- und Bildungssystem investiert. Und im Vergleich zu seinen Nachbarländern in Mittelamerika ist Costa Rica trotz fehlendem Militär ein sehr sicheres Reiseland. Seit Jahrzehnten sind die Kriminalstatistiken sehr niedrig. Ein weiterer spannender Aspekt über Costa Rica stellt die Energieversorgung und der Naturschutz dar. Das Land bezieht seine elektrische Energie fast ausschließlich aus erneuerbaren Energien und ist beim Naturschutz weltweit Vorreiter. 25% des Landes stehen unter Naturschutz. Für ein Land einer der höchsten Anteile weltweit. Wir sind angekommen in Costa Rica, in Uvita und das ist unser erster Sonnenuntergang. Erster Tag, Nudeln die erste und es folgen noch 14 weitere Male mit Nudeln. Yeah! Unsere Nudel-Costa Rica-Diät beginnt ab heute. Costa Rica ist auch dafür bekannt, eines der teuersten Länder Lateinamerikas zu sein. Das Preisniveau ist ähnlich oder höher als in Europa. Da wir dies bereits im Vorhinein wussten, waren wir vorbereitet und hatten uns noch in Panama mit Nahrungsmitteln für unsere 2-wöchige Costa Rica-Reise eingedeckt und diese zusätzlich zu unserem Gepäck getragen. Ja, wir melden uns zurück mit Pura Vida. Wir sind gerade im Parque Nacional Manuel Antonio und wir haben davor gehört, dass der total überlaufen sein soll, aber so an Biodiversität und Tieren, die einem quasi vor die Linse springen, dass man das Telefon gar nicht mehr wegstecken kann. Oh, wir ärgern uns so darüber, dass wir gerade wie viel? $36 insgesamt bezahlt haben. Und wir mussten noch unser Wasser am Eingang lassen, weil man keine Plastikflaschen mitnehmen darf. Das wussten wir nicht, das wussten sehr, sehr viele andere auch nicht. Das hat auch nochmal $6 gekostet. Wir haben für unser eigenes Wasser bezahlt. Ach, Costa Rica. Macht gerade nicht leicht, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen Wasser ist halt so essentiell. Also, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich zerlaufe schon wieder. Und eigentlich müssten wir jetzt super viel trinken, aber ja. Aber wir haben immerhin diese 500 Milliliter Tee-Wassermischung dabei. Ja, für den ganzen Tag, den wir hier bleiben wollten. Cool. Ja, Fazit. Im Endeffekt haben wir für einen Waldspaziergang
$18 pro Person bezahlt. Und stören noch nicht mal so die Menschenmassen. Wir verstehen auf jeden Fall das Ding mit, es ist sehr krass überlaufen, auf jeden Fall. Viel lustiger sind die Momente, wo man sieht, dass einfach sich diese Menschentrauben um ein Faultier irgendwo dass man noch nicht mal so mit den richtigen Augen sehen kann, im Baum irgendwie versteckt. Schade. Schade. In Costa Rica war es für uns schwer, Unterkünfte zu finden, die unser Budget nicht allzu sehr sprengen. Jede Unterkunft in diesem Land war für unser Budget zu teuer. Bevor wir uns für eine Unterkunft entscheiden, recherchieren wir immer sehr gründlich und wägen alle Optionen ab, ehe wir eine Wahl treffen. Um Geld zu sparen, landen wir doch manchmal an Orten, an denen wir uns unwohl und unsicher fühlen, wie auch in diesem Beispiel. Das war wohl die abgeranzteste Unterkunft, in der wir bisher je waren. Trotz dessen wir hier in Costa Rica, in Pura Vida am Start sind, war heftig. Ja, und vor allen Dingen für $23 die Nacht. Es war alles so schmutzig und schmuddelig und eklig und ja. Ja. Auch in Costa Rica haben wir uns ausschließlich mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr fortbewegt. Im Vergleich zu unseren bisherigen Erfahrungen war der öffentliche Fernverkehr in diesem Land sehr absurd. Costa Rica war unser bisher wohlhabendstes Land in Lateinamerika und obwohl die Straßen im makellosen Zustand sind, wird bei den hohen Wettertemperaturen in den öffentlichen Bussen an Klimaanlagen gespart, im Gegensatz zu den teuren Touristenbussen. Die Sitzplätze in den öffentlichen Bussen sind weder für den Transport von Gepäck geeignet, noch sind sie für bequeme Langstreckenfahrten ausgelegt. Wir waren auf langen Strecken fast ausschließlich in Bussen unterwegs, die typischen städtischen Linienbussen in Deutschland vor einigen Jahrzehnten ähnelten. Mit dem Unterschied, dass diese noch viel enger waren. Ein weiterer kurioser Fakt bezieht sich auf die Fahrzeit der Busse. Tatsächlich ist fast jeder unserer Busse pünktlich abgefahren, aber kein einzelner Bus ist ansatzweise pünktlich angekommen. Teilweise hatten wir Verspätungen von bis zu 4 Stunden. Weiter an der Pazifikküste ging unsere Reise nach Monteverde, wo wir einige unserer engsten Freunde verabschiedeten. In Monteverde gibt es nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten für kostenlose Unternehmungen und trotzdem erlebten wir hier ein kleines Highlight, das Café Colibri. Die Kolibris werden in Futternäpfen angefüttert und kommen zum Speisen vorbei. Die kleinen Vögel dort sind an Menschen gewöhnt und daher kann man sie vorsichtig beobachten. Wir haben 6 unterschiedliche Kolibri-Arten gezählt. Total faszinierend. Wir sind mittlerweile seit über einem Jahr mit unseren großen Rucksäcken unterwegs und haben da drin quasi alles, was wir besitzen, weil unser restliches Eigentum haben wir ja verkauft und verschenkt. Und diese Sehnsucht nach, man packt alles in den Rucksack und erkundet die Welt, die ist absolut real und absolut schön. Und gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite so etwas, was echt nervt. Einfach weil unsere Rucksäcke schweineschwer sind und weil wir mit wenig Geld reisen, einfach weil wir wenig Geld haben, gibt es dann einfach diese Situation wie diese, dass man zur Mittagshitze in der Karibik zur Unterkunft läuft, kilometerweit. Wir sind gerade erst losgegangen, deswegen schwitzen wir noch nicht so. Das fängt aber jetzt an, einfach nur um Geld zu sparen. Und diese Rucksäcke sind so schwer. Es wäre so geil, hätte man ein Motorrad, ein Roller, ein Fahrrad, ein Auto oder immer die Möglichkeit, dass uns jemand mitnimmt in einem Auto. Das wäre so geil. Das sind auf jeden Fall ganz oft solche Gedanken, die man in solchen Situationen hat, wo man einfach nur flucht, weil man denkt, Mann, ey, ist das anstrengend. Aber gut, wenn man keine Kohle hat, dann muss man es halt einfach anders machen. Und da heißt es schleppen. An der Karibikküste zog es uns an den kleinen und ruhigen Ort Cavita. Hier erlebten wir Costa Rica in seiner vollen Pracht.
Unser erster Kaffee in der Karibik. In Cahuita und dem Nachbarort Puerto Viejo gibt es jeweils einen Nationalpark, die ihren Eintritt auf Spendenbasis erheben. Die anderen 28 Nationalparks in Costa Rica haben hohe Eintrittsgebühren von bis zu 30 Euro pro Person. In Cahuita und Puerto Viejo konnten wir die einheimischen und freilebenden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und teilweise sehr nah erleben, ohne unser Budget allzu sehr zu beanspruchen. Insbesondere der Nationalpark in Cahuita bot uns mit seiner unglaublichen Biodiversität so viel Schönheit, dass wir ihn jeden Tag während unserer Zeit dort besuchten. Wir waren überwältigt davon, den Affen, Vögeln, Nasen und Waschbären so nah sein zu können. Außerdem wurde Cahuita der Ort, an dem unser Wunsch wahr wurde, hautnah einem freilebenden und neugierigen Faultier zu begegnen. Aber auch in diesem Paradies von Costa Rica spürten wir die Anstrengung, mit wenig Geld zu reisen, besonders in unseren Bäuchen. Obwohl wir gerade am Strand sind, unter Palmen sitzen, in der Karibik, es ist wunderschön und wir begreifen, was für ein schönes Geschenk es irgendwie ist, das alles erleben zu dürfen. Und gleichzeitig reisen wir ja sehr günstig und haben wir unser gesamtes Essen für Costa Rica aus Panama mitgenommen, schleppen das seitdem mit uns mit und essen nur einmal am Tag, damit wir möglichst wenig Geld ausgeben. Und Mann, es ist so schön hier und trotzdem denken wir die ganze Zeit nur ans Essen, weil wir hungern. Naja, wir hungern nicht richtig. Ja, ich habe die ganze Zeit Hunger. Unsere Zeit in Costa Rica war im Vergleich zu unseren anderen Länderaufenthalten kurz, aber dafür in vielerlei Hinsicht sehr intensiv. Nach 2 Wochen sollte es für uns auch schon weiter in das nächste Reiseland gehen. Das hier sind unsere letzten Meter zu Fuß hier in Costa Rica, denn wir sind gerade auf dem Weg zur Bushaltestelle, um dann zum Flughafen zu fahren, denn es geht weiter nach Guatemala und darüber freuen wir uns mega. Wir waren jetzt 2 Wochen in Costa Rica und haben richtig viel schöne Natur gesehen und das war mein großes Ziel, Faultiere mal wirklich richtig nah zu sehen und das wurde auf jeden Fall erfüllt. Aber wir freuen uns jetzt auch unglaublich auf Guatemala und auch mal wieder einzutauchen in so eine Kultur, weil in Costa Rica haben wir das nicht so erlebt und deswegen wird es jetzt auch eine sehr, sehr aufregende Zeit, 3 Monate Guatemala. Yes. Los geht's! Costa Rica, die reiche Küste, würden wir als Backpacker nicht noch einmal bereisen. Die Natur an der Karibikküste ist so wunderschön wie in einem Bilderbuch dargestellt. Jedoch haben wir dort keine andere Natur erlebt, die wir nicht schon aus unseren bereisten Ländern Lateinamerikas gesehen haben. Nach über einem Jahr auf Reisen hat es uns das Land als Backpacker mit kleinem Budget nicht leicht gemacht. Costa Rica hat sich mit dem außergewöhnlichen Slogan des wahren Lebens einen Hype erschaffen. Uns hat der viel zu oft überteuerte Vibe nicht getroffen. Deshalb waren die Nationalparks auf Spendenbasis unsere absoluten Highlights, weil wir hier in den Genuss der schönen Natur kommen konnten. Am Ende unserer Reise können wir nur sagen, Pura Vida? Ja, das gibt es definitiv. Aber dafür muss man in Costa Rica ordentlich viel Geld bezahlen und könnte es stattdessen auch in anderen Ländern erleben.